Nix aber. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Dieser Ball wird langsam zu einem Fluch. Da! Was ist passiert? Irgendwas ist kaputt gegangen. Scheiße. Es hat Puff gemacht, wir haben es nicht gehört. Wasser kommt! Wow! Ah, das ist so enttäuschend. Also Versuch Nummer 2 auch gescheitert. Ja, es ist auch nicht nur die Wahl des richtigen Materials, sondern auch die Materialstärke. Wenn man sich das Verhältnis hier anschaut, haben wir hier im Verhältnis gesehen deutlich mehr Material. Ja, logisch. Hier, das Ganze ist ja relativ dünn, schlägt Falten, weil sich das nicht so ausdehnen kann. Das bedeutet, wenn das Material dicker ist, würde sich das theoretisch auch besser umformen und dann müsste ich auch eine bessere Form bekommen. Er ist immer unten gerissen, an der schwächsten Stelle, weil der Druck nach unten auch irgendwo gegeben ist, auch wenn wir im Ball immer den gleichen Druck haben. Hier auf den Boden, wo es auch am meisten reißt, haben wir den höchsten Druck. Wir müssen es schaffen, wenn wir das befüllen, das Ding eventuell zu kippen. Das bedeutet, wir haben nicht immer den Druck an einer Stelle. Das heißt, wir haben nicht immer den Druck auf einer lokalen Stelle. Jetzt aber erstmal der Gedanke, das Ganze zu bewegen. Dazu holen wir uns ein bisschen Hilfsmittel. Ich habe dir diese Big Boys mal gezeigt. Ne? Was ist, wenn wir den Ball auf die Räder machen? Und ich habe ja noch genug. Oh, die Kiste ist schwer. Gut. So. Die Idee ist, und den da drauf. Und theoretisch müsste sich das drehen lassen. Ist mir gestern vorm Schlafengehen so wie ein Blitz eingeschossen. Du hast doch die Rollen noch. Probier das doch mal aus. Die will ich jetzt ungern hier in mein Boot reinknallen. Wir holen jetzt die Palette rein. Moment. Guck mal hier. Auf der Palette ist schon ein Ring eingezeichnet. Wir nutzen diesen Ring und hauen da rein. Hier ist der Ring innen. Das bedeutet, ich mache es so, dass die Rolle gerade mal so ist. War der größte Holzbohrer, den ich hatte. Ja, passt natürlich nicht. Mann. Ja, mit Gewalt könnte ich den reinschlagen. Okay, machen wir so. Letzte 2 Schrauben. Wenn nachher eine Schraube versagt, würde ich sagen, dass du es warst. Du hast mir nicht mitgeholfen. Bin ich mal gespannt, ob die Anordnung passt. Und ob irgendeine Schraube auf Wiedersehen sagt. Komm her. Oh, jetzt schon die 2. verloren. Ah, nehmen wir eine 3. Okay, dann 4. Mein Gott, wir haben noch genug. Wenn die Kamera angeht, ne, wenn die Kamera, dann kriege ich nichts mehr gebacken, ey. So. Wir haben mittlerweile 20 Millionen Schrauben da unten. Dieses Projekt darf nicht scheitern, ich hab's euch versprochen. Die Palette macht mir Sorgen. Ich glaube, die Palette wird irgendwo nachgeben, weil wir jetzt nicht die Grundlast auf die gesamten Stützpalettenteile verteilen, sondern die gehen teilweise auf so ein Brett. Deswegen habe ich hier Pflasterstein unterlegt, wie man hier sieht, na, um die Grundlast abzufangen. Jetzt heißt es da drauf bekommen. Wahrscheinlich den Kran wieder benutzen. Wir gucken mal. Die Höhe ist okay. Die Höhe ist gut. Voila! Fantastisch. Okay. Ich sehe schon, die eine Rolle berührt ihn gar nicht. Aber gut, der Ball ist ja auch... Ich probiere jetzt mal aus. Das wird, glaube ich, weil er immer noch nicht ganz rund ist. Ne? Das bedeutet, wenn ich ihn jetzt hier ziehe, okay, wenn Gewicht drauf ist, er bewegt sich schon. Runde Flächen hat, geht das gut. Weil guck mal, wenn ich jetzt so mache
und die eine Rolle steht so. Klar, dass der sich da nicht drehen kann. Aber 3 Rollen oder 4 sind zu gefährlich. So geht's. Ne? Also so ein bisschen bewegen kann ich ihn schon. Vielleicht reicht es schon aus, weil wir wollen, was wollen wir? Wir werden nachher aus der Position, wollen wir schaffen, ja, 20, 30 Grad das zu verändern. Das müsste klappen. Für ein bisschen Bewegung muss das reichen. Weißt du, wieso das nicht klappt? Das müssten Kugeln sein. Große Kugeln. Ne? Dann könnte er sich in eine Richtung drehen. Aber ist okay. Das jetzt zuschweißen. Masse machen wir dran. Da. Das nehmen wir mit. Dann können wir das nämlich zusammenschrauben oder mit der Zwinge. Genau. Aber ich glaube, das können wir alles vergessen. Da kannst du drauf rumhämmern, wie viel du willst. Wir werden das so anpunkten und dann zusammenziehen müssen. Das war mit der Masse natürlich ein Joke. Du kannst nicht an Holz eine Masse anschließen. Das geht nicht. Achtung. Jetzt noch entgegengesetzte Richtung. Hier. Er kommt aber. Ich brauche viel Kraft. Ich muss das doch mit der Schraube machen. Aber er kommt. Er kommt. Aber ganz schlecht. Was? Fußball. Komm schon. Ich kann doch hier nicht so einen 3 Meter Luftspalt hier zuschweißen, Alter. Aber er kommt. Er kommt. Bis er abreißt wahrscheinlich. Nicht verzweifeln. Aber guck mal. Ist doch super hier. Da geht echt nichts mehr, ne? Da ist so viel Spannung drauf. Ich meine, das ist schon gut so. Weil ich komme jetzt hier langsam mit dem Riss an. Das lassen wir so, das ist okay. So schweißen wir das zu, dann bin ich auch sicher, dass ich eine Wurz drin habe. Also wenn Spannung auf dem Bauteil ist und du bist am Arbeiten und jetzt knackt, dann hast du immer Schiss. Genau so sollte das sein. Bleibt absolut in Position, keine Bewegung im Bauteil. Können wir jetzt komplett zuschweißen. Das werde ich alles zuschweißen müssen. So, ich habe alle kritischen Stellen nochmal nachgeschweißt. Sieht nicht mehr schön aus. Der verliert langsam seine Schönheit. Aber es geht ja um den Versuch, den ich euch versprochen habe. So, wir können das Ding tatsächlich noch drehen. Jetzt heißt es Wasser rein und let's go. Ich schätze mal, wir haben ungefähr hier jetzt den Pegel so kurz vor der Hälfte. Die Frage ist, können wir das Ding bewegen? Es dreht sich gar nichts, ne? Weil es zu schwer ist und die Konstruktion, die ich mir ausgedacht habe, völlig falsch ist. Mann, geht nicht, weil er jetzt eben auf allen Rollen sitzt. Also ja, und ich sehe jetzt noch was viel Schlimmeres. Guck dir das mal an. Der drückt die jetzt gerade komplett weg. Das ist schon die Schwachstelle. Das ist aber nicht die gute Seite. Die rechte Seite ist nämlich die rechte Seite, die Straße runter. Was gut ist, das, was ich hier geflickt habe, sieht noch ganz aus und es ist absolut trocken. Dieser Ball wird langsam zu einem Fluch. Aber wir ziehen jetzt durch. Wir wollen jetzt noch mal wissen, ob wir noch ein bisschen mehr Druck reinbekommen, um dann zu entscheiden, wie gesagt, welchen Werkstoff, welche Materialstärke, welche Konstruktion und wie groß vor allen Dingen. Wenn da unten die Palette krachen sollte, wird er in der Position bleiben. Aber eine Sache kann ich ja schon nehmen, drehen wird nichts. Wir machen uns langsam Sorgen, weil die Rollen echt instabil aussehen. Es ist zwar bis jetzt noch alles in Ordnung, aber wir trauen denen einfach nicht. Wir haben ja das Ganze hier am Auto gesichert und wir haben dagegen gestellt. Das bedeutet, es dürfte keine ruckartige Bewegung geben, dass hier irgendwas passiert. Und zudem habe ich das mit dem Bus da hinten abgesperrt. Das bedeutet, wir sind hier dreimal safe.
Aber trotzdem habe ich so ein mulmiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hörst du das Knacks da hinten? Das Holz gibt nach. Wir müssen abbrechen. Einfach aus dem Grund, weil wenn jetzt die Rollen nachgebe oder irgendwas und der Ball bewegt sich und ich stehe zwar in der sicheren Zone auf der linken Seite, trotzdem ist die Gefahr, dass ich eingequetscht werde, groß. Was machen wir jetzt? Das ganze Wasser wieder rauslassen, habe ich jetzt auch keine Lust. Also das Ziel ist, ich muss bohren, aber auch bereit sein, wegzuspringen. Weil nicht wegen dem Wasser, sondern wenn er sich bewegt. Ah, komm schon! Oh. Alles umsonst. Normal hätte ich jetzt schon gesagt, komm, Schluss. Das hat, ey, guck mal, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben fast 2 Uhr. Seit 10 Uhr sind wir hier dran. Letzter Versuch für das Ding. Wir bauen alles zurück auf den Ring. Wir müssen jetzt das Loch zuschneiden. Schneide ich mir jetzt schnell was aus. Passt gut. Schweißen wir zu. Muss halt sicher gehen, dass das Loch zu ist. Das war nicht umsonst, dass wir das gebaut haben. Jetzt haben wir hier eine Europalette mit 6 Rollen. Und die können wir, weißt du, wofür nutzen? Dann zeige ich dir jetzt. Zum Beispiel, um andere Gegenstände zu transportieren. Ja, ich glaube, unser Ball ist jetzt voll. Jetzt können wir das Wasser zumachen. Jetzt heißt es oben zuschweißen und Druck drauf. Das ist Versuch Nummer 4 für euch. Oh, er macht Geräusche. In Sicherheit. Es ist bis jetzt noch keine Leckage. Da hat es leicht getroppt, aber das war von oben zum Glück. Er wird runter, ich sag's dir. Fuck, Alter, Scheiße. So, Projekt geschlossen. Das muss ich euch zeigen. Wir gucken uns jetzt mal das Desaster an hier. Fuck. Das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr geschweißt. Ja. Aber er hat jetzt zumindest nicht unten nachgegeben. Aber hier muss ich auch wieder ganz klar sagen, es sind die Laserschweißnähte. Ich habe größtenteils viele nachgeschweißt, aber die Hälfte sind Laserschweißnähte. Ich müsste den eigentlich komplett neu bauen. Das heißt, für diesen Versuch, was sehen wir, um die restliche Form rauszubekommen, dass sich das Blech wirklich verzieht, brauchen wir noch mehr Druck. Und da sind die Laserschweißnähte einfach zu schwach. Wir haben jetzt viel gelernt. Ja, jetzt müsst ihr sagen, was wir damit machen. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, was ich zu Beginn gesagt habe. Welches Material, welche Materialstärke und wie kriegen wir so einen Ball rund? Geht es weiter in dieser Geschichte, werdet ihr nur erfahren, wenn ihr dran bleibt.
Ich habe mir natürlich hier auch ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben hier die letzten 2 Laserschweißnähte stehen gelassen, beziehungsweise 3 sehe ich hier. Und hier die Seite wurde komplett mit Mack abgeschweißt. Beim Hydraformik ist es so, wenn er komplett mit Wasser gefüllt ist und nicht mit Luft, er ist mit Wasser gefüllt und wir geben Druck drauf, das bedeutet, die schwächste Stelle lässt nach und dann geht er auf. Und die Energie verpufft in dem Moment sofort. Auch wenn das jetzt hier so dramatisch aussieht, durch diese fette Mack-Schweißnaht oder andere Mack-Schweißnähte in der Konstruktion hätte kein Teil einen Abgang machen können. Natürlich ist das hier eine Situation, wo wir, wie gesagt, Stopp machen, wir brechen ab, wir machen die an der Stelle nicht weiter. Das bedeutet, wenn wir den Ball nochmal bauen und Hydraformen wollen, dann müssen wir das Ganze natürlich mit Spezialisten machen. Aber hier ist es erstmal mit unseren Verfahrensmöglichkeiten Schluss.